Yes, OE8VWK. Ich begrüße euch zu einem neuen YouTube-Video von mir. Dieses Mal geht es um die APRS-Einstellungen beim Anytone Handfunkgerät Anytone AT878 Plus. Vorweg eine wichtige Infos. Aus mir unerklärlichen Gründen hört man und liest man auf verschiedenen Internetseiten und Telegram-Gruppen immer wieder über verschiedene Einstellungen, die funktionieren oder auch nicht funktionieren. Somit kann ich hier wirklich nicht 100% Garantie geben, dass die Einstellungen, die ich euch jetzt zeige, wirklich funktionieren. Bei mir funktionieren sie. Ich habe mein Anytone AT878 Plus im August gekauft und habe den Codeblock erstellt. Den Codeblock können Sie übrigens unter hem-dmr.at im Download herunterladen und habe diese Einstellungen, die ihr hier am Computerbildschirm seht, eingegeben und die funktionieren. Ich habe diese Einstellungen in Kärnten getestet und ich habe sie in der Region Zürich in der Schweiz getestet und sie haben einwandfrei funktioniert. Vielleicht noch ein Hinweis, ich habe die CPS Software 1.13 benutzt und die gleiche Firmware am Anytone Handfunkgerät. Ich schaue jetzt ganz kurz noch einmal nach beim Anytone Funkgerät betreffend der Firmware, ob es da noch irgendwo einen Buchstaben hat und schaue kurz nach. Also Firmware Version 1.13, sie stimmt also überein auch mit der CPS Version. Ich weiß, dass es in der Zwischenzeit neuere Firmwares gibt. Ich halte es jeweils so: Never change a running system. Ich gehe davon aus, dass ihr diesen Spruch auch schon gehört habt und dementsprechend lade ich erst ein neues Firmware jeweils in meine Funkgeräte rein, wenn es wirklich eine massive Veränderung gegeben hat, vor allem eine Verbesserung gegeben hat, was nicht immer der Fall ist. Und solange da nichts Grundlegendes verbessert oder geändert wurde, lasse ich das System lieber so sein, wie es aktuell sehr gut läuft. Und mein Anytone 878 läuft mit der Firmware 1.13 bzw. der CPS Programmiersoftware 1.13 hervorragend. Und das, was digitales APRS betrifft, über DMR sowie analoges APRS über FM auf der europäischen Frequenz 144,8 MHz. So, wir beginnen einmal zuerst bei der digitalen Geschichte. Ich habe hier zuoberst den Manual TX-Intervall, das heißt alle 20 Sekunden, wenn ich die PTT-Taste drücke, wird automatisch dieses APRS-Signal ausgesendet und automatisch sendet mein Funkgerät hier unter APRS Auto TX-Intervall alle 30 Sekunden eine Aussendung via DMR Richtung APRS. Es ist sehr, sehr tief gestellt. Die meisten werden diese Sekunden, das sind alles Sekundenangaben, höher einstellen. Ich habe es jetzt vor allem, um es auszutesten, ob es funktioniert, die Angaben sehr tief eingestellt. Support for Roaming lassen wir weg. Fixed Location Beacon, da kann man ein- und ausstellen. Wenn man auf On stellt, dann kann man hier unten bei den GPS-Daten manuell GPS-Daten eingeben und das Funkgerät sendet dann ausschließlich diese GPS-Daten Richtung APRS aus. Also in der neumodischen Sprache würde man vielleicht jetzt sagen, Faked GPS-Daten. HI. Gut, wir gehen aber jetzt wieder auf Off. Das heißt, das Funkgerät sendet, sobald er ein GPS-Signal hat, dann die entsprechenden GPS-Daten aus. Dann habe ich hier oben eingegeben Current Channel, das heißt, das APRS-Signal wird über den Kanal, der gerade am Funkgerät eingestellt ist, in digital ausgesendet. Und hier kann man zwischen Zeitschlitz 1 und 2 sich entscheiden. Ich habe jetzt einfach den Zeitschlitz 2 eingestellt. Den Rest lassen wir sein. Hier unten unter APRS TG ist der APRS-Kontakt gedacht. Bis anhin oder immer noch haben wir im IPSC2-System die 9000 also 9057, also 9057 beispielsweise für das Aussenden des Signales, das dann gekennzeichnet ist als Portable -7. Hat nicht mit
Tirol zu tun, dass man portabel oder mobilerweise /7 unterwegs ist, sondern APRS /7 bedeutet, dass man portabel zu Fuß unterwegs ist, /9 bedeutet, dass man mit dem Auto unterwegs ist. Wenn man ausschließlich über IPSC2 DMR-System sendet, dann empfiehlt sich die 9057, also 9057 einzugeben für Handfunkgerät oder falls man es dann nur im Auto benutzt, 9059, also 9059. Wieso habe ich jetzt 262.999 eingegeben? Es ist so, dass im Brandmeisternetz die Zugangsdaten für APRS der Kontakt 262.999 ist. Jetzt ist so, wenn man immer wieder mal hin und her wechselt zwischen Umsetzern, die im IPSC2-Netz sind oder im Brandmeisternetz, ist das mühsam, man müsste sich dann für ein Netz entscheiden. Beim IPSC2-Server wurde dementsprechend hinterlegt, dass wenn eine Aussendung von GPS-Daten auf den Kontakt 262.999 geschickt wird, dass das automatisch intern weitergeschickt wird Richtung APRS. Somit ist zu empfehlen, dass bei APRS TG der Kontakt 262.999 eingegeben wird und somit werden die GPS-Daten via Brandmeisternetz geschickt, auch wenn es um einen reinen DMR IPSC2-Umsetzer handelt, es wird trotzdem in diese Richtung APRS.fi weitergeleitet. Und somit müsst ihr euch keine Gedanken machen, ist euer Umsetzer im Brandmeisternetz, ist er im IPSC2-Netz, ist es ein Umsetzer mit DMR-Gateway, wo beide Netze angeboten werden, ist der Hotspot in einem oder anderen Netz. Ich empfehle euch 262.999 und somit seid ihr prinzipiell auf der sicheren Seite. Gut, dann unten unter Call Type kann man entscheiden sich unter Group Call oder Private Call und die APRS-Geschichte, die der Kontakt für die Richtung APRS.fi ist immer als Private Call zu wählen. Repeater Activation Delay Time 200 Millisekunden sein lassen. So, das war's jetzt eigentlich schon für das digitale APRS. Was noch wichtig ist, dass es überhaupt funktioniert. Ich gehe hier kurz aus den Einstellungen mal raus und wähle einfach den ersten Kanal, den ich hier gerade finde, Biesamberg, Zeitschlitz 2, Sprechgruppe 9 lokal. Wichtig ist, dass bei Digital APRS Report Channel 1 gewählt wird und bei Digital APRS PTT Mode On. Diese Sachen sind wichtig und das muss bei jedem abgespeicherten Kanal, müssen diese zwei Einstellungen Digital APRS PTT Mode auf On stehen und Digital APRS Report Channel auf 1. Das bedeutet, sobald ihr in eurem Funkgerät GPS-Empfang aktiviert und euer Funkgerät ein GPS-Signal empfängt, beginnt euer Funkgerät automatisch die Aussendung Richtung APRS. Wenn ihr das GPS-Empfangssignal am Funkgerät deaktiviert, dann wird auch automatisch natürlich die Aussendung Richtung APRS deaktiviert. Wie aktiviert man im Funkgerät den GPS-Empfang? Man drückt auf die grüne Taste unterhalb von Menü, geht mit der runden Taste nach unten, bis man auf GPS kommt. Man drückt wieder die grüne Taste Select, dann steht Nummer 1 GPS On-Off. Man drückt wieder auf die grüne Taste Select und wählt Nummer 2 GPS On, drückt wieder auf Select und danach ist das GPS-Signal aktiviert, den Empfang. Dann unbedingt auf den roten Knopf drücken, Back, noch einmal auf Exit und somit seid ihr wieder am normalen Menü, wo ihr die Kanäle wählen könnt. Oben steht dann in der Mitte des Displays zuoberst ist ein graues Zeichen. Sobald GPS-Empfang vorhanden ist, wird das Zeichen rot und die Aussendungen beginnen dann mit dem Sekundenintervall, wie ihr eingestellt habt vorhin. Wir gehen wieder zurück zu den APRS-Einstellungen. Wir klicken hier auf APRS. Es geht einen Moment, bis die Sachen angezeigt werden. Ist wahrscheinlich ein kleiner Softwarebug. Es hat auch oben irgendwelche chinesischen Zeichen, die sind jetzt verschwunden. Und wir sind wieder in den Einstellungen, wie wir sie vorher gehabt haben. Gut, somit haben wir APRS-Erklärung, die Einstellungen für DMR, für das Digitale eingegeben. Wechseln wir jetzt zum analogen Teil.
Und hier bitte einfach mal mit diesen Einstellungen, wie ihr sie hier seht, einmal versuchen, ob das so funktioniert bei euch. Bei meinem Anytone 878 funktioniert dies einwandfrei. Wir beginnen oben bei APRS TX Tone, das lassen wir einfach auf Ob, dann Destination Call Sign, genau das, was jetzt drin steht, APDR 10 eingetragen lassen. Destination SSID 0, dann Your Call Sign, da steht jetzt O8XXX, da kommt dann selbstverständlich euer Rufzeichen rein. Dann bei Your SSID könnt ihr die Nummer eintragen, 7 für den portablen Fußgänger oder 9 für das Auto. Die anderen Zahlen haben auch eine Bedeutung, einfacherhaltshalber lasse ich die jetzt einfach weg. Dann APRS Symbol Table, das habe ich im Funkgerät eingestellt und auch das Map-Icon, das lasse ich jetzt einfach hier einmal so sein. Ihr könnt das dann selber austesten. Was aber sehr wichtig ist, ist unter APRS Signal Path und da müsst ihr genau das so eingeben, wie es hier unten steht. Und zwar alles in Großbuchstaben, Whisky, India, Delta, Echo 1, dann ein Minus, 1, Whisky, India, Delta, Echo, 2, minus 1. Genau so und nicht anders das eingeben. Dann bei Enter Your Sending Text, da können Sie irgendwas eintragen und dieser Text wird nachher bei aprs.fi nebst eurem Rufzeichen, natürlich eurem Icon, das ihr gewählt habt, also das Symbol, wird das mit ausgesendet. Ich habe jetzt einfach ein Rufzeichen und einen Vornamen hier eingetragen. Natürlich könnt ihr das anpassen nach eurem Gutdünken bzw. was ihr drin haben wollt. Bei Transmission Frequency Megahertz im europäischen Raum, sicher mal im deutschsprachigen Raum, ist es 144,8000. Also alles immer fünfstellig eingeben. Dann Transmit Delay habe ich auf 500 gestellt. Send Subtone, also ob man das aussehen will mit einem Digitaltonsquell, Subaudioton, CDCSS, was auch immer, auf Off stellen, was dann unter CDCSS steht oder DCS, das ist wurscht, und Behave Time in Millisekunden 1500, das auch so sein lassen, und bei Transmit Power habe ich einmal High eingestellt, ihr könnt es auch Turbo nehmen, das ist nichts anderes als die Sendeleistung, mit dem das APRS-Signal das analoge APRS-Signal Richtung 144,8 MHz ausgesendet wird. Das ist völlig unabhängig von der Sendeleistung des analogen Kanals, welchen ihr an eurem Anytone eingestellt habt. Das ist völlig unabhängig. Ihr könnt bei eurem Kanal, auf dem ihr Standby seid, auf FM, problemlos Low oder Turbo oder Mittel oder was auch immer eingestellt haben, APRS-Signal ausgesendet wird mit der Einstellung, wie es hier steht. Wichtig, egal welchen analogen Kanal ihr eingestellt habt, ob das jetzt ein analoger FM-Umsetzer ist, ein Simplex-Kanal, 145,5 MHz Aufrufkanal, ihr könnt dort Standby sein, die APRS-Aussendung wird im Hintergrund immer auf 144,8 MHz, das ist das, was hier oben steht, ausgesendet und nicht über die Frequenz, wo ihr im Funkgerät gerade eingestellt habt. Ist ein bisschen anders wie bei DMR oben, also bei Analog geht es automatisch auf diese Frequenz, wo hier unten eingetragen ist, und das ist für Österreich wie für die Schweiz wie für Deutschland zumindest einmal 144,8 MHz. Vielleicht noch zu sagen, oben, es gäbe auch oben natürlich die Möglichkeit, einen fixen Kanal zu definieren, wo das digitale APRS hingeschickt werden soll, aber Erfahrung zeigt, beziehungsweise ich bin der Meinung, dass man dort das APRS-Signal dorthin schicken soll, auf dem Kanal, wo man aktuell QRV ist. So, ich hoffe, ich habe euch alles erzählt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Informationen über DMR kriegt ihr wie immer auf unserer Homepage ham-dmr.at. Für Informationen DStar ist es ham-dstar.at. Für C4FM ist es ham-c4fm.at. Und falls ihr interessiert seid an digitalem Amateurfunk in der Schweiz, ist unbedingt ebenfalls eine Homepage, die von mir unterhalten wird, wie die drei, die ich vorher genannt habe, www.digitaleraamateurfunk.net.
Ich bedanke mich. Weitere Videos über das Anytone-Funkgerät oder DMR-Referate, die ich gehalten habe, und andere Informationen über Dashboards und Hotspots, über Konfiguration von Pi-Star, DV4 Mini und solche Sachen findet ihr alle in meinem YouTube-Kanal. Den Link findet ihr auf ham-dmr.at und auf den anderen Homepages auch zu oberst im blauen Balken den YouTube-Kanal anwählen. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche euch 73, euer Michi OE8VIK.